Im zweiten Teil unserer Reise in der Osttürkei machen wir einen Abstecher an die syrische Grenze und besuchen anschließend die Stadt Diyarbakır. Dabei treffen wir auf viele frühchristliche Spuren der Menschheit. Das Kloster Mor Gabriel wurde im Jahr 397 gegründet und ist heute Bischofssitz der syrisch-orthodoxen Kirche. Die Klosterkirche Mor Gabriels ist älter als die Hagia Sophia und älter als jedes Kloster auf dem Berg Sinai. Vielen Christen gilt es als zweites Jerusalem. Mittlerweile leben in der Osttürkei nur mehr wenige tausend syrische Christen. Touristen aus aller Welt besuchen das Kloster jedes Jahr. Wir hatten Hunger und es wurde schon ziemlich heiß. Einheimische hatten uns von einem Ort erzählt, an dem man direkt am Fluss unter Bäumen im Schatten wunderbar essen kann. Trotz der vielen Leute dort war es ein entspannendes Erlebnis. Auf dem Weg weiter Richtung syrische Grenze machten wir in der Grenzstadt Nusaybin Halt. Dort wollten wir eine der ältesten Kirchen der Christenheit besuchen. Mor Jakob wurde ca. 300 Jahre nach der Geburt Jesus vom heiligen Mor Jakob erbaut, der in Nisibis, dem heutigen Nusaybin, aufwuchs. Als Bischof der Stadt begann er im Jahr 313 mit der Gründung der Kathedrale der Stadt, dem wichtigsten kommerziellen und politischen Zentrum des Oströmischen Reiches an der Grenze zum Persischen Reich. Im Jahr 325 begann er mit dem Bau der Schule von Nisibis. Mor Jakob trug damit durch seine Schüler zur Verbreitung des Christentums in Mesopotamien bei. Der angrenzende Gebäudekomplex der Zeyn el-Abidin-Moschee geht auf das 12. Jahrhundert zurück. Kirche und Moschee sind zwei bedeutende Gebäude, die auf ganzheitliche Weise bis heute überlebt haben. Hier ist der Grenzzaun zu Syrien. Wir sind jetzt ungefähr 300 Meter weg von der Grenze zu Syrien. Draußen hat es 45 Grad. Es ist wie in einem Ganzkörperföhn. Es ist wahnsinnig. Ich bin total froh, dass wir jetzt hier im Auto sitzen und aktuell 25 Grad Klimaanlage haben. Naja, so, jetzt fahren wir nach Dara, wo wir noch zwei Kirchen besichtigen, 1500 Jahre alt. In der Geschichte Obermesopotamiens ist Dara eine der wichtigsten Siedlungen des römischen Kaisers Anastasius aus dem 6. Jahrhundert. Die weiten Hügel im Westen der Stadt
wurden als Steinbruch für die Bautätigkeit in der Stadt genutzt, um die Grenze gegen die Perser zu verteidigen. Der Steinbruch wurde später in eine Nekropole umgewandelt und diente als Friedhof der Stadt. Dort befinden sich beeindruckende Gräber, die direkt in den Felsen gehauen wurden. Nur wenige Kilometer südlich von Mardin gelegen, gehen die Ursprünge des syrisch-orthodoxen Klosters Zapharan auf das 5. Jahrhundert zurück. Der älteste Raum wurde aber wohl schon von den Assyrern 2000 Jahre vor Christus genutzt, um ihren Sonnengott Samas anzubeten. Heute ist es der Sitz des syrisch-orthodoxen Bischofs von Mardin. Die Legende besagt, dass der Name Zapharan davon kommt, dass bei der Erbauung des Klosters Safran in den Mörtel gemischt wurde, damit es in den Räumen gut riecht. Nach der kleinen Rundreise an die syrische Grenze machen wir uns nun auf den Weg nach Diyarbakir. Die Stadt empfängt uns mit der größten und gleichzeitig besterhaltenen antiken Stadtmauer der Welt. Sie wurde einst durch den römischen Kaiser Konstantin II. Als Befestigungsanlage gegen die Perser erbaut. Die dunkle Farbe der Mauer kommt von den vielen verbauten Basaltsteinen. Die Mauer ist etwa 5 Kilometer lang, hat eine Höhe von 10 bis 12 Metern und ist mehrere Meter dick. Sie hat 82 Türme und 4 Tore. 2015 wurde die Anlage gemeinsam mit den Hefsel-Gärten, zu denen wir später noch kommen werden, von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Der Hasan-Pascha-Hane ist ein beliebtes Ziel für Feinschmecker. Es befindet sich direkt gegenüber dem Osteingang der großen Moschee und ist eine Karawanserei, die zwischen 1572 und 1575 erbaut wurde. Es verfügt über 2 Scheunen unter einem massiven Gemäuer, in dem einst 500 Pferde untergebracht werden konnten. Die Karawanserei verdankt seinen Namen dem Sohn des 3. osmanischen Gouverneurs von Diyarbakir, Hasan Pascha Vesirsa. Im Mittelpunkt der Altstadt steht die große Moschee. Sie wurde als christliche Kirche erbaut und im Jahr 639 in eine Moschee umgewandelt. Damit ist sie eines der ältesten muslimischen Gebetshäuser der Türkei. Anfangs teilten sich Christen und Moslems sogar das Gotteshaus. Bezeugt ist dies bis zum Jahr 770.
Die Kirche St. Geragos ist eine historische armenisch-apostolische Kirche in Diyarbakır. Sie ist die größte armenische Kirche im Nahen Osten. Das Bestehen der Kirche geht auf die Jahre 1515 bis 1518 zurück. Erst 1960 wurde sie in die Obhut der verbliebenen armenischen Gemeinde zurückgegeben, blieb aber in einem baufälligen Zustand. Die Kirche wurde 2016 von der türkischen Regierung beschlagnahmt und am 7. Mai 2022 nach umfangreichen Renovierungsarbeiten wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die St. Marienkirche ist eine syrisch-orthodoxe Kirche aus dem Jahr 280. In Frühzeiten war sie auch der Sitz der Kirche des Ostens. Die Kirche besitzt zahlreiche Reliquien, so die Gebeine des heiligen Apostels Thomas und des Jakob von Seru. Das Gebäude wurde zunächst im 1. Jahrhundert vor Christus als heidnischer Tempel errichtet. Die derzeitige Konstruktion geht auf das 3. Jahrhundert zurück und wurde mehrere Male restauriert. Von der ursprünglichen Kirche steht nur noch der Chorraum und wird von den aramäischen Christen der Stadt, die seit dem Völkermord an den Assyrern und Aramäern nur eine kleine Minderheit stellen, als Gebetsstätte genutzt. Die Hefsel-Gärten sind ein fruchtbares Land zwischen den Festungsmauern von Diyarbakır und dem Fluss Tigris. Die Gärten, die von den Quellen am steilen Hang gespeist werden, spielten eine wichtige Rolle bei der Versorgung und Bewässerung der Stadt. Sie wurden erstmals im 9. Jahrhundert vor Christus erwähnt. Man schätzt allerdings, dass die Gärten bis zu 7000 Jahre alt sind. Schon früh wurden die Gärten als heilig verehrt und mit dem Garten Eden verglichen. Wenn man die heiße Stadt verlässt und die Gärten betritt, hat man das Gefühl, in eine grüne Oase zu kommen. Hier werden unterschiedliche Gemüse- und Obstsorten angebaut. Die einzelnen Gärten werden durch Pappeln getrennt, mit deren Holz ebenfalls gewirtschaftet wird. Zwischenzeitlich sollen dort sogar Maulbeerbäume angepflanzt worden sein, um die Seidenindustrie der Stadt zu fördern. Die 10-Augen-Brücke am Ende der Hefsel-Gärten verbindet die beiden Seiten des Tigris mit 10 Bögen. Sie wurde laut Inschriften an der Brücke im Jahr 1065 erbaut. Forscher gehen jedoch davon aus, dass das Bauwerk zu einem viel früheren Zeitpunkt errichtet wurde. Die Brücke ist 180 Meter lang und 7 bis 8 Meter breit. Auf unserer nächsten Etappe fahren wir auf den Nemrut Dağ.
wo auf über 2000 Meter Höhe ein Tempel des antiken Königreichs Kommagene steht. Folgen Sie uns weiter. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren.